Hallo, heute will ich euch mal den Dicken- und Abrichthobel von Scheppach zeigen. Das ist der Typ HMC 2600 und der hat eine Abrichtbreite von, wie es der Name schon sagt, 2600. Das sind dann die 26 cm, was die Hobelmesser an Breite haben. Der Tisch an sich hat eine Länge von 1,13 m, Breite beträgt 30 cm. Der Tisch an sich ist in Stahlblechausführung und die Hobelwelle besitzt zwei Messer, die mit Schrauben gesichert werden. Und zum Wechseln muss man die einzelnen Schrauben lösen. Man kann dann die Klemmleiste rausnehmen und dann das Hobelmesser entfernen. Des Weiteren besitzt die Maschine eine Abdeckung als Sicherheitseinrichtung sowie einen Fügeanschlag, in dem man verschiedene Winkel an sein Werkstück anhobeln kann. Die Verstellung ist auf der Hinterseite und anhand der Flügelmuttern kann man die Neigung des Fügeanschlags verstellen. Momentan ist er auf 90 Grad eingestellt. Man kann auch den Schutz verstellen und dann, je nachdem in welcher Position man hobeln will, den Fügeanschlag nach links und rechts auch nochmal die Position verstellen, damit man das komplette Hobelmesser ausnutzen kann, wegen dem Verschleiß. Auf der rechten Seite ist der Eingabetisch, den man verstellen kann. Auf der Vorderseite befindet sich die Skala in Inch und Millimeter. Der vorhandenen Rändelschraube kann man die Höhe des Tisches verstellen bis maximal 3 mm Spanabnahme. Des Weiteren hat die Hobelmaschine die Dickenfunktion. Wenn man die verwenden will, muss man den Fügeanschlag entfernen. Wenn dann der Fügeanschlag entfernt ist, nimmt man den Schutz und schiebt ihn raus und nimmt dann den Bügel und klappt ihn nach oben. Dann nimmt man den Hebel, drückt ihn nach oben und nimmt den Aufnahmetisch und kippt ihn nach oben. Somit sieht man jetzt zum Beispiel auch hier die Einzugswalze mit der Hobelwelle. Dann hat man hier ein Blech, das muss man nach oben klappen. Der verdeckt dann die Hobelwelle aus Sicherheitsgründen. Da ist dann ein Haken, der rastet dann ein. Und anhand dieser gibt es eine Aussparung, in dem der Zubehörschuh für die Absaugung einrastet. Dann kann man den wieder befestigen mit der Schraube. Und dann kann man quasi die Maschine als Dickenhobel verwenden. Auf der Vorderseite sieht man dann auf der einen Seite den Starkstromanschluss, auf der linken Seite befindet sich die Kurbel für die Höheneinstellung des Dickenhobels. Auf der Rückseite des Einstellrades eine Einteilung. Pro Einteilungsstrich entspricht es 0,1 mm Spanabnahme. Weiter oberhalb ist die Maßskala, die in zwei Maßeinheiten gehalten ist. Einmal in Zentimeter auf der rechten Seite und einmal in Inch auf der linken Seite. Der maximale Durchlass beträgt 14 cm oder dementsprechend 6 Inch. Der untere Tisch für den Dickenhobel besteht ebenso aus Stahlblech und ist mit 4 Gewindestangen geführt. Vorne wiederum sieht man das Typenschild, quasi Scheppach HMC 2600, Baujahr 1989. Darunter das Typenschild des Drehstrommotors mit einer P1-Leistung von 3 kW und der P2-Leistung von 2,2 kW mit der Drehzahl von 2720 Umdrehungen pro Minute. Wenn man den Dickenhobel benutzt,
muss man zusätzlich zum Starten den Knopf drücken. Dann läuft nur die obere Hobelwelle. Wenn man jetzt den dicken Hobel benutzen will, muss man zusätzlich den Hebel auf 1 stellen. Und damit ist dann gewährleistet, dass die Einzugs- und die Auszugswalze mitlaufen und auch das Holz durch den dicken Hobel transportiert wird. Jetzt noch ein paar Erfahrungswerte, die ich so gesammelt habe mit der Maschine. Also sie ist relativ laut, aber das ist normal. Das ist eine 2-Messer-Hobelmaschine. Die sind schon sehr laut im Vergleich zu Spiralmessermaschinen, aber das ist dem Alter entsprechend normal, dass die Ausführung entweder mit 2 oder mit 3 Hobelmesser für die Preisklasse relativ normal ist. Was bei der Maschine relativ empfindlich ist, das sind die Tische, der Aufgabe- und der Abgabetisch. Da sollte man nichts Schweres draufstellen oder noch schlimmer diese Maschine als Ablageplatz für irgendwelche schwere Sachen benutzen, weil das Einstellen der beiden Tische, damit sie zueinander eben sind in den Flächen und auch nicht verdreht, ist extrem schwierig und eine langwierige Angelegenheit. Somit würde ich, wenn ich mir die Maschine kaufen würde, auf jeden Fall versuchen, entweder die Maschine auszuprobieren, ob sie wirklich im rechten Winkel hobeln kann und ob sie keinen Hobelschlag hat am Ende des Holzes, oder irgendeine Richtlatte oder Aluschiene mitnehmen, um die beiden Tische zu prüfen, ob das noch plan und im Winkel ist. Von der Leistung an sich gibt es keine Probleme, der Motor ist sehr stark. Die Einzugs- und die Auszugswalze halten auch. Das ist auch ein Punkt, wo man darauf achten sollte, wenn man sich die Maschine anschaut, wie gut der Zustand noch von der Einzugs- und Auszugswalze ist. So, und das ist jetzt die Rückseite von der Maschine. Da sieht man dann solche Führungszapfen, in denen man Zubehör einhängen kann. Da gibt es als Zubehör einen Frästisch, den hängt man da oben an die Bolzen ein. Und das wird dann gesichert mit solchen Fanghaken. Dann für einen Frästisch. Und da gibt es dann auch so eine Abdeckkappe. Da kann man dann ein Bohrfutter drauf machen. Und das nächste Zubehör ist dann so ein Langlochbohrapparat. Dann weiter unten ist so eine Serviceklappe. Dahinter befindet sich dann der Elektromotor mit einem Keilriemen und der geht dann nach oben zur Messerwelle über einen Keilriemen. Und den ganzen Keilriemen, den kann man spannen. Mit diesem Hebel kann man da die Spannung verändern. Und wenn man nach oben schaut, sieht man die Mechanik, wie der dicken Hobeltisch verstellt wird mit den 4 Säulen. Das ist quasi ein Kettenantrieb mit 4 Zahnrädern. Und an den Zahnrädern befinden sich dann die Gewindestangen, die dann den Tisch nach oben und unten befördern. Wenn ich jetzt da an der Kurbel drehe, sieht man die Umlenkung. Und dann bewegt sich die Kette und somit auch die 4 Gewindestangen und der Tisch wird nach oben und unten befördert.